Um den Autopiloten in Flugsimulationen bequem zu bedienen, gibt es gerade auf Konsole sehr wenige Alternativen zu den Standard-Eingabemöglichkeiten. Sowohl am PC als auch auf Xbox ist der AXR MyApp Pro 24 genau eine solche Lösung. In diesem Video sehen wir uns an, ob die Zusatzperipherie in Verbindung mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 hält, was sie verspricht. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Von Größe und Gewicht her erinnert mich der MyApp Pro 24 an einen NES-Controller. Auf der Rückseite finden wir neben dem USB-C-Anschluss, ein Kabel ist im Übrigen nicht mit dabei, eine kleine Öffnung, in der sich ein kleiner Knopf befindet, über den wir zwischen PC und Konsole umschalten können. Auf der rechten Seite finden wir auf die ähnliche Art und Weise einen Reset-Button mit einem spitzen Gegenstand, wie beispielsweise einer Nadel, wie man sie vom Handy her kennt, wenn man die SIM-Karte entfernen möchte, lassen sich diese Knöpfe entsprechend bedienen. Ansonsten ist das Gehäuse sehr unspektakulär. Anti-Rutsch-Pads gibt es auf der Unterseite genauso wenig wie die Möglichkeit, das MyApp Pro 24 irgendwo anzuschrauben. Da das Gerät sehr leicht ist, vermisse ich diese Möglichkeiten. Optionale Lösungen zur Anbringung sehen wir uns im Laufe des Videos aber auch noch an. Sobald wir das MyApp Pro 24 über ein USB-C auf USB-A-Kabel zum Beispiel mit der Xbox verbinden, was ich jetzt in meinem Fall getan habe, fällt mir direkt die sehr angenehme LED-Beleuchtung auf, in mehreren verschiedenen Farben und mit entsprechenden Reaktionen, insofern wir über die Knöpfe umschalten. Die Beleuchtung lässt sich weder farblich verändern noch deaktivieren. Auf mich wirkte das Ganze aber absolut stimmig, weder zu hell noch zu dunkel noch zu bunt. Wie erwähnt, angeschlossen habe ich das Gerät hier jetzt an der Xbox Series X und das wird auch für den Rest des Videos so bleiben. Ganz bewusst, denn gerade auf Konsole sind Geräte dieser Art eine absolute Seltenheit. In Bezug auf eine solch perfekte Lösung, was den Autopiloten anbelangt, wüsste ich aktuell kein weiteres. Dass die Hardware am PC mindestens genauso gut funktioniert, sollte klar sein. Und so nehmen wir hier Platz in unserer Cessna am Airport in Friedrichshafen, richten die Kamera einmal entsprechend aus und wechseln in die Steuerungsoptionen. Eines vorweg, falls du gerne oder vielleicht sogar ausschließlich Plug-and-Play nutzt und dich ungern mit der kompletten Einrichtung von Zusatzhardware sowie der Tastenbelegung beschäftigen möchtest, dann wäge bitte sehr gut ab, ob der MyApp Pro 24 eine Option für dich ist, denn genau das müssen wir hier tun, wir müssen das Gerät komplett von Hand einrichten. Erkannt wird die Peripherie auf Konsole, also auf Xbox, als Tastatur. Hier ist dringend zu empfehlen, ein eigenes Steuerungsprofil dafür zu erstellen. Ich würde also nichts überschreiben, sondern direkt ein vorhandenes Steuerungsprofil duplizieren und dieses umbenennen. Standardmäßig gibt es hier unter Allgemeine Steuerung und Flugzeugesteuerung die Profile Keyboard 2020 und 2024. In meinem Fall gibt es hier bereits ein weiteres Profil ATV-Tastatur, nennt sich das bei mir. Und zum Duplizieren bin ich nun auf Keyboard 2024 gewechselt, dann auf das kleine Zahnrädchen auf der rechten Seite gegangen und auf Duplizieren. Dort gebt ihr eurem neuen Profil dann einen entsprechenden Namen, hakt für alle Luftfahrzeuge übernehmen und als Standard einstellen an und klickt auf OK. Ich gehe jetzt hier einmal auf Abbrechen, denn meine Profile sind bereits erstellt. In meinem Fall habe ich das Ganze jetzt hier auf AXR ATV1 benannt. Die spezifische Flugzeugsteuerung lasse ich dabei unberührt und erstelle das Ganze nur für allgemeine Steuerung und Flugzeugesteuerung. Wenn ihr euch das Ganze nun ansehen wollt, ist es wichtig, dass ihr auf Tastatur bleibt bzw. dorthin wechselt und hier könnt ihr dann, wie bei jeder anderen Peripherie auch, entweder nach Begriffen suchen oder direkt nach Eingabe suchen. Sobald ihr auf nach Eingabe suchen klickt, scannt das System nach eurer Eingabe und sobald ihr auf eurer Hardware nun, also auf der, die ihr in der Geräteliste auf der linken Seite ausgewählt habt, in meinem Fall nun die Tastatur für das MyApp Pro 24, eine Taste drückt, wird diese erkannt und mit der dafür hinterlegten Funktion dargestellt. Für mich hat sich dieser Weg als der einfachste generell für die Einrichtung von Peripherie herausgestellt. Selbstverständlich könnt ihr auch über die Kategorien in der Mitte eure entsprechenden Funktionen suchen und darüber einstellen. Ebenfalls beachten solltet ihr den Filter links
links unten. Wenn ihr mit der Einrichtung beginnt, sollte dieser auf keine stehen, damit euch wirklich alle Funktionen angezeigt werden. Sobald ihr die Einrichtung abgeschlossen habt, könnt ihr auf Zugewiesen wechseln und euch ansehen, was alles hinterlegt wurde, und das kann schon mal eine ganze Menge sein. Wir wechseln einmal wieder rüber in unsere Cessna und befinden uns nach wie vor auf Xbox Series X. Ich muss das einfach nochmal erwähnen, denn es ist tatsächlich völlig untypisch, dass man mit einer Peripherie so tief in beispielsweise den Autopiloten eingreifen kann auf Xbox. Wir fangen einfach mal harmlos mit der Taste Autopilot an. Ich kann also hierüber natürlich den Autopiloten jetzt ein- und ausschalten. Darüber hinaus lässt sich beispielsweise der Höhenhaltungsmodus aktivieren oder die Höhe an sich über das Drehrad einstellen. Ebenso lässt sich der Vertical Speed entsprechend aktivieren und die Steig- bzw. Sinkrate über das darüber liegende Drehrad einstellen. Auch das Heading lässt sich auf den MyApp Pro 24 hinterlegen. Oder beispielsweise auch das Umschalten zwischen Localizer und GPS. Der Frequenzdrehregler lässt sich beispielsweise hier über diese Taste zwischen COM und NAV hin und her schalten. Die LED springt entsprechend hin und her und je nachdem, worauf ich ihn einstelle, nimmt er Einfluss auf die jeweiligen Bereiche. Möchte ich innerhalb des Bereiches hin und her swappen, dann geht das über den entsprechenden Swap-Knopf, der direkt daneben liegt, auch. Zur Demonstration wechseln wir hier auch einmal noch auf NAV. Auch eine Besonderheit haben die beiden Drehregler zu ADF bzw. XPDR. Diese greifen direkt auf die entsprechenden Werte zu und springen durch darauf klicken auf die jeweilige Zahlenstelle. Am einfachsten lässt sich das hier über das Video darstellen. Und das Ganze geht eben hier auch für ADF. Ein Wunsch aus den Kommentaren vergangener Videos zu Hardware-Vorstellungen hier auf meinem Kanal war, Tonaufnahmen von Druckpunkten bzw. auch der Drehregler bereitzustellen, damit man die Haptik des Gezeigten besser einschätzen kann. Daher hier ein paar entsprechende Aufnahmen dazu. Wie zu eingangs schon erwähnt, ist der MyApp Pro 24 relativ leicht. Verschraubungen oder Anti-Rutsch-Pads auf der Rückseite gibt es nicht. Gut platzieren konnte ich ihn bei mir zu Hause beispielsweise über die Halterung des Stream Decks oder, was auch ganz gut funktioniert hat, das Einklemmen in eine Handy- bzw. in meinem Fall Tablet-Halterung, die sich dann individuell über einen Trägerarm einstellen lässt. Wer im Netz ein bisschen danach sucht, findet aber noch viel bessere Lösungen. Den MyApp Pro 24 gibt es in zwei Farben, einmal in schwarz und einmal in grau. Entsprechend dazu gibt es Kunststoffhalterungen, die sich nicht nur auf dem Schreibtisch gut platzieren lassen, sondern sich beispielsweise auch auf Honeycomb Yoke bzw. Quadrant aufmontieren lassen. Auch für das Velocity One Flight Yoke von Turtle Beach gibt es eine entsprechende Halterung. Und sollte da jetzt gar nichts so richtig passen, es gibt auch Bilder im Netz von findigen Usern, die sich etwas mit Lego zusammengebaut haben. Wir werfen einen Blick auf die Seite des Herstellers, denn
Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und hier sehen wir ganz unten schon mal ein paar unterstützte Programme. Neben dem Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 wird auch beispielsweise X-Plane 12 oder auch Aerofly FS4 unterstützt. Wir wechseln einmal in die Produktbeschreibung vom MyApp Pro 24, stellen den Preis auf Euro und sehen, der aktuelle Preis liegt bei 105 Euro. Farblich gibt es die zwei erwähnten Varianten, einmal in Schwarz, wie hier auch im Video zu sehen, oder aber auch eine Version in Grau. Oben über die verschiedenen Reiter finden wir auch Unterstützung bzw. Support. Ich habe die komplette Seite hier einmal über den Google Chrome Browser übersetzen lassen, denn standardmäßig ist sie auf Englisch. Und so gibt es hier auch Inhalte zum MyApp Pro 24. Auch das 61-seitige PDF-Handbuch habe ich einmal ins Deutsche übersetzen lassen über eine KI und packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ganz unten auf der Support-Seite finden wir diverse Programme für den PC. Der Hersteller bietet neben dem MyApp Pro 24 weitere Hardware für die virtuelle Fliegerei an. Auch diese ist sowohl für den PC als auch für Xbox verwendbar, hinterlässt durchaus auch einen soliden ersten Eindruck. Angetestet und aus eigener Erfahrung sprechen kann ich allerdings lediglich für den MyApp Pro 24. Vielen Dank an dieser Stelle an NC Ferrum, der mir seinen MyApp Pro 24 für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. Der Hersteller selbst, AXR, sitzt in Thailand. Einen Reseller in der Dachregion gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos nicht. Nach allem, was man an Erfahrungen hört und liest, funktionieren alle Abläufe reibungslos. Und so haben wir hier eventuell einen kleinen Geheimtipp, wenn es um die virtuelle Fliegerei auf Xbox und PC geht. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier ein paar Eindrücke dazu vermitteln. Däumchen und Abo zur Unterstützung dieses Kanals bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.